Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu Google Workspace for Education. In diesem Video möchte ich Ihnen das Tool Google Classroom vorstellen. Google Classroom ist eine multifunktionale Lernplattform, mit der Sie als Lehrkraft Kurse erstellen können oder Fächer und darin die Möglichkeit haben, Schülerinnen und Schülern Aufgaben freizugeben. Die Schülerinnen und Schüler können dann diese Aufgaben wieder zurückgeben oder auch direkt Fragen zu den Aufgaben stellen. Hier ist auch nochmal besonders hervorzuheben, dass Google Classroom mit den anderen Google Workspace for Education Tools verknüpft ist. Das heißt, Sie können hier ein Docs hochladen oder auch ein Google Formular und können eben dann darüber Aufgaben verteilen. Sehen wir uns nun Google Classroom in der Demo-Umgebung an. Sind wir jetzt hier gerade in der Kursübersicht. In der Kursübersicht sehen Sie alle aktuellen Kurse. Über den Button Plus können Sie als Lehrkraft einen neuen Kurs erstellen bzw. sich für einen Kurs anmelden über einen Kurscode. Das zeige ich aber auch gleich im Video noch, wo man den Kurscode findet. In unserem Deutschkurs, den ich hier angelegt habe, sieht man hier auch aktuelle Abgabetermine und kann über das Drei-Punkt-Menü hier auch den Einladungslink kopieren. Das heißt, Sie können auch Schülerinnen und Schüler über einen Einladungslink einladen. Wenn wir jetzt in den Kurs hineinklicken, dann landen wir auf dem sogenannten Stream. Auf dem Stream können Sie als Lehrkraft Nachrichten hinterlassen an die Schüler, Erinnerungen zum Beispiel nochmal zur Gruppenaufteilung oder auch die Schüler untereinander können sich hier Videos schicken oder eben auch miteinander sich austauschen. Außerdem werden hier alle anstehenden Aufgaben angezeigt, die auch nochmal hier an der linken Seite zu sehen sind, mit Abgabetermin und dem Tag, wann sie eben abgegeben werden sollen. Sie können hier auch das Design anpassen oder eben auch ein Foto hochladen. Und im oberen Bereich sieht man auch, dass da ein Meetlink verknüpft ist. Das heißt, es ist der Meetlink der Klasse, auf den die Schülerinnen und Schüler einfach draufklicken können und dann landen sie alle in dem Kurs-Meetlink, also in der Kurs-Videokonferenz. Hier ist der Kurscode zu finden, den ich schon erwähnt hatte, über den Sie dann die Schülerinnen und Schüler einladen können oder auch andere Lehrkräfte. Außerdem können Sie Personen über den Reiter Personen hinzufügen. Hier entweder Lehrkräfte über Lehrkräfte einladen oder weitere Schülerinnen und Schüler, indem Sie hier den Namen oder die E-Mail-Adresse eingeben oder hier ist auch nochmal der Einladungslink verknüpft. Unter Kursaufgaben können Sie dann neue Aufgaben erstellen. Hier ist auch nochmal Google Meet verlinkt, also das Videokonferenztool von Google. Aber auch Google Kalender ist in Classroom integriert. Das bedeutet, dass wenn Sie hier, wie in diesem Fall beispielsweise eine Aufgabe terminieren, dann erscheint sie als Termin im Google Kalender der Schülerinnen und Schüler sowie in Ihrem eigenen Kalender. Außerdem ist in Google Classroom Google Drive integriert. Das bedeutet, alle Aufgaben bzw. Arbeitsblätter werden dort auch abgelegt. Unter Erstellen können Sie neue Aufgaben erstellen. Hier haben Sie folgende Möglichkeiten. Einmal eine klassische Aufgabe, da springen wir auch gleich mal zusammen rein und sehen uns das an. Sie können aber auch eine Aufgabe mit Quiz erstellen. Hier wird automatisch ein Google-Formular angehängt. Sie haben die Möglichkeit, eine Frage zu posten, zum Beispiel eine Multiple-Choice-Frage oder eine Frage, bei der eine Kurzantwort erfordert wird. Sie können zusätzlich einfach ein Material hochladen, das heißt beispielsweise eine PDF-Datei oder ein Docs, ohne dass dahinter ein Abgabetermin oder ein Datum oder eine Aufgabe hinterlegt ist. Und Sie können auch Beiträge wiederverwenden, wenn Sie beispielsweise vor 2 Wochen etwas gepostet haben und das dann eben wiederverwenden möchten. Und zuletzt noch der Punkt Thema. Hier sehen Sie an der linken Seite verschiedene Themen, denen Sie dann eben die Aufgaben zuordnen können und diese Themen können Sie hier erstellen. Klicken wir nun auf Aufgabe und geben hier erstmal den Titel ein. Deutschtest Artemis Fowl. Hallo zusammen. Bitte seht die Präsentation noch einmal an und
löst das Google-Formular. Hier unter Hinzufügen können Sie entweder eine Google Drive-Datei hinzufügen, einen Link oder eine Datei vom PC hochladen oder ein YouTube-Video einbetten. Außerdem können Sie auch ein neues Google Docs erstellen, eine neue Präsentation, eine Tabelle, ein Formular. Wenn wir jetzt auf Hinzufügen klicken, wir möchten ja eine Präsentation und ein Google-Formular hinzufügen, die bereits erstellt wurden aus Google Drive. Zunächst die Buchpräsentation und dann eben zusätzlich noch den Test Artemis Fowl. Hier ist er. Jetzt sehen Sie hier, dass bei der Buchpräsentation Sie folgende Möglichkeiten haben. Entweder können die Schülerinnen und Schüler die Datei nur ansehen, sie können sie bearbeiten oder es wird eine Kopie für alle Schülerinnen und Schüler erstellt. Das bietet sich an, wenn beispielsweise die Schüler eine Gedichtsinterpretation schreiben müssen und jeder sein eigenes Dokument benötigt. Hier ist es dann auch so, dass die Schülerinnen und Schüler nur ihr eigenes Dokument einsehen können und nur ihr eigenes auch in Google Drive abgelegt wird. Wir möchten aber jetzt in dem Fall nur, dass Sie die Datei ansehen dürfen. Und bei dem Google-Formular, also dem Test zu Artemis Fowl, im Falle dessen, dass Sie Chromebooks nutzen, können Sie hier auch den Sperrmodus aktivieren. Das bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler dann, wenn sie den Test öffnen, keine weiteren Tabs öffnen können. Hier unter Für können Sie nochmal einstellen, ob das nur für den Deutschkurs 7b eine Aufgabe ist oder vielleicht auch für einen anderen Kurs und ob alle Schülerinnen und Schüler diese Aufgabe durchführen sollen. Sie können außerdem Notenkategorien festlegen. Wir haben jetzt in dem Fall keine Kategorie, möchten das Ganze auch unbenotet lassen und geben aber hier einen Abgabetermin ein am 15. um 9 Uhr. Und können das Ganze auch nochmal einem Thema zuordnen. Das würde natürlich dann hier in dem Fall zu Artemis Fowl Buchvorstellung passen. Zuletzt haben Sie auch nochmal die Möglichkeit, ein Bewertungsschema zu erstellen. Das zeige ich Ihnen gleich nochmal in einer anderen Aufgabe, wie das dann aussehen kann. Über Erstellen würden wir die Aufgabe jetzt erstellen, aber hier ist auch noch ganz spannend, dass Sie auch Aufgaben planen können. Das heißt, dass sie dann erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden oder dass Sie das Ganze als Entwurf speichern. Wir möchten die Aufgabe aber nun erstellen. Wenn die Aufgabe erstellt wurde, ist sie nun hier zu finden unter Deutschtest Artemis Fowl. Und wir sehen jetzt hier, dass 0 Schüler die Aufgabe abgegeben haben, aber sie wurde 7 Schülern zugewiesen. Und wenn wir dann auf Aufgabe ansehen klicken, sehen wir hier auch, welche Schülerinnen und Schüler die Aufgabe erhalten haben und dass eben hier auch sich der Status noch nicht verändert hat. Unter Anleitung können die Schülerinnen und Schüler bzw. Sie als Lehrkraft auch nochmal einen Kurskommentar hinterlassen. Sehen wir uns nun also eine Aufgabe an, bei der Schülerinnen und Schüler schon etwas abgegeben haben, indem wir wieder auf unseren Kurs zurückgehen und dann auf die Aufgabe Gedichtinterpretation. Jetzt sehen wir hier, dass schon 6 Aufgaben bewertet wurden bzw. Abgaben und dass aber hier noch die Aufgabe von Petro fehlt. Sehen wir uns nun also die Sicht von Petro an. Petro als Schüler hat nun folgende Ansicht, also er ist jetzt in der Aufgabe hier drin und sieht auch hier das Bewertungsschema mit den verschiedenen Kriterien, die erstellt wurden von der Lehrkraft. Und hier wird auch nochmal das Google Docs eben verlinkt, auf das er dann einfach klicken kann und das befüllen kann entsprechend, wie ich es jetzt in dem Fall schon getan habe, und kann hier die Aufgabe abgeben. Hier aber auch zum Beispiel noch einen Kommentar hinzufügen oder auch weitere Dokumente hinzufügen. Wir geben die Aufgabe jetzt ab. Und sehen nun, was sich bei der Lehrerin ergeben hat. Hier können wir jetzt sehen, dass Petro die Aufgabe nicht fristgemäß abgegeben hat, weil er es eben nicht zu dem Zeitpunkt abgegeben hat, aber davon sehen wir jetzt mal ab und klicken in die Aufgabe hinein. Hier wird jetzt ersichtlich,
was Petro zurückgegeben hat, und ich als Lehrkraft kann hier eben bestimmen, welche Punkte er dafür bekommt. Grammatik gut, Rechtschreibung sehr gut, Inhalt 2 Punkte, Formatierung hat er auch gut gemacht. Hier kann ich nochmal einen privaten Kommentar an Petro hinterlassen. Super gemacht, Petro. Und kann dann die Aufgabe wieder zurückgeben. Petro sieht nun die Bewertung seiner Lehrkraft und dass er 8 von 10 Punkte erreicht hat und kann hier auch nochmal für die einzelnen Kriterien einsehen, welche Punktzahl er erreicht hat und warum. Und hier erscheint dann auch nochmal der Kommentar der Lehrkraft. Nun hat sich die Ansicht der Lehrkraft auch verändert, indem hier angezeigt wird, dass die Aufgabe von Petro bewertet wurde, er aber dennoch die Abgabefrist überschritten hat. Gehen wir jetzt in unseren Kurs zurück, möchte ich Ihnen noch den letzten Reiter Noten zeigen. Hier werden alle Noten der Schülerinnen und Schüler festgehalten, sofern Noten oder Punkte hinterlegt sind. Und auch beispielsweise hier der Kursdurchschnitt jetzt für unsere Aufgabe in dem Fall angezeigt. Das war Google Classroom.